diese Aktien zahlen eine monatliche Dividende. Wir schauen uns heute mal ein paar Monatszahler an und versuchen so ein bisschen zu evaluieren, ob es sinnvoller ist, monatliche Dividende zu erhalten oder ob Quartalsdividende besser ist, beziehungsweise ob es irrelevant ist, ob monatlich oder quartalsweise ausgeschüttet wird. Auf jeden Fall die erste Aktie ist Stuck Industrial. Ja, Stuck Industrial ist ein Real Estate Investment Trust, der sich auf den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien, ja, spezifiziert hat. Und ja, man investiert da hauptsächlich in Lagerhäuser und eben leichte Industriegebäude in den USA und hier zum Beispiel aber auch in Libanon. Also da ist man schon sehr, sehr gut diversifiziert auch und besitzt eben Immobilien in verschiedenen Märkten und Sektoren, um auch die Risiken, die damit verbunden sind, zu streuen. Man hat sehr, sehr viele langfristige Mietverträge und hat dadurch natürlich auch sehr stabile Einnahmen, und es ist auch ein sehr bekannter REIT eben für seine monatlichen Dividendenzahlungen, die man hier auch schon seit mehreren Jahren getätigt hat. Hier sieht man mal so einen schönen kleinen Überblick über die Dividende seit 2011. Die ist jetzt in den letzten Jahren nicht deutlich gestiegen, also die ist nur minimal gesteigert worden beim Dividendenwachstum, aber das könnte sich in der Zukunft dann doch vielleicht wieder ändern. Es ist auf jeden Fall noch Luft bei der Ausschüttungsquote, und wir sehen, dass hier die Frequenz auf Monatsbasis liegt und hier monatlich eben die Dividenden ausgeschüttet wurden. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Wir können auch hier nochmal die Dividendenhistorie genau sehen mit einer hübschen Prognose. Und da geht man jetzt hier bei den Analysten davon aus, dass ab 2026, rein in 2027, die Dividende dann wieder deutlich erhöht werden soll. Also das wäre natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Und hier auch wieder diese monatliche ja, Historie. Wir haben eine aktuelle Dividendenrendite von 3,63%, also schon wirklich relativ hoch. Aber in den letzten 5 Jahren lag der Schnitt dabei 4,34%, also in dem Fall sogar relativ niedrig. Ja, das Wachstum der letzten 5 Jahre bei der Dividende betrug 0,7%, also wie gesagt, sehr, sehr moderates Wachstum. Aber man zahlt eben jetzt hier schon seit 13 Jahren eine Dividende und erhöht die auch seit 13 Jahren. Also das ist eigentlich schon relativ schön zu sehen. Ja, dann hier beim Qualitätscheck, beim TraderFox haben wir 11 von 15 Punkten, also eigentlich relativ gute Qualität. Aber es soll jetzt hier hauptsächlich um die Dividende gehen. Und deswegen hier der Dividendencheck, 12 von 15 Punkten. Da gibt es nur Punktabzug wegen der Finanzverschulden, Eigenkapitalrendite und der relativen Stärke. Aber die Dividende, die ist auf jeden Fall sicher. Die wird, denke ich, auch bald wieder gesteigert werden. Also das sieht für mich alles in Ordnung aus. Ist auf jeden Fall mein persönlicher Favorit, was Monatszahler angeht, oder einer der besten. Ja, wenn wir das beim Fair Value zum Umsatz anschauen, dann sehen wir auch, dass wir im Moment unterbewertet sind um 10%, was natürlich auch schön zu sehen ist. Fair Value zur Dividende in dem Fall sind wir gerade aktuell genau fair bewertet, und auf Basis des Gewinns macht es natürlich keinen Sinn bei einem REIT. Genau, also das mal zur ersten Aktie Stuck Industrial, und da möchte ich gleich nochmal dazu sagen, macht es überhaupt Sinn, im Monatsdividenden zu kassieren? Und ich habe jetzt hier mal ein Rechenbeispiel gefunden bei Investing Answers, wo man relativ schön sieht, hier sind die Monatsbezahlungen, also die Monthly Payments, und da kommt man dann am Ende des Jahres auf 11.156 Dollar, wenn man 10.000 Dollar investiert hat. Wenn man die eben monatlich erhält, also 1.156 Dollar, weil eben dann der Zinseszinseffekt höher ist, und bei einem quartierliche Dividende wären es nur 927. Also es ist ein kleiner Unterschied. Es ist ein bisschen besser, das monatlich zu bekommen, weil eben der Zinseszinseffekt da noch stärker wirken kann, aber der Unterschied ist eher marginal. Da geht es dann eben mehr darum, dass man hier einen monatlichen Cashflow hat. Ja, jetzt gucken wir uns immer auch die aktuelle Chartsituation an bei den Unternehmen, und bei Stuck Industrial, da sieht es eigentlich wirklich gut aus, und die Aktie läuft eigentlich echt gut. Also auch jetzt für diese ganze Korrektur ist eine relativ gute Aktie, auch mit einem schönen langfristigen Aufwärtstrend. Klar, es ist ein REIT mit einer hohen Dividende. Da kann man jetzt nicht mit einem Hochtechnologieunternehmen vergleichen, aber da sieht auf jeden Fall alles gut aus. Und was sehr, sehr bemerkenswert ist, dass wir hier eben seit 2022 schon hier schön langsam nach oben laufen.
in einem hübschen Trendkanal und ich denke oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir hier ein neues All-Time-High bald schreiben werden. Also sieht tatsächlich im REIT-Sektor im Moment fast am besten aus unter allen REITs. Da sind, glaube ich, die wenigsten REITs schon so nah im Allzeithoch. Also diese Unternehmen sieht zumindest charttechnisch sehr, sehr gut aus und 3,66% Dividende, also schon durchaus interessant. Und kurzfristig könnte natürlich sein, dass wir hier nochmal so einen Rücksetzer sehen, nachdem wir nochmal ein Stück nach oben laufen. Also tendenziell dann versuchen, eben an diesem unteren Trendkanal irgendwo einzusteigen, wenn man den hier mal einzeichnen möchte. Also irgendwo im unteren Bereich, hier bei 38 US-Dollar. Wäre vielleicht dann spannend für einen langfristigen Einstieg bei Stuck Industrial. Ja, das war's zu Stuck Industrial. Jetzt schauen wir uns natürlich den klassischen Dividendenzahler auf Monatsbasis an. Ohne den kann ich dieses Video natürlich einfach nicht über die Bühne gehen. Und zwar geht es um Realty Income. Ja, Realty Income führender REIT, bekannt als The Monthly Dividend Company, investiert hauptsächlich in freistehende Einzelhandelsimmobilien und oft in Form von Triple Net Lease-Verträgen. Ja, man ist wirklich sehr berühmt für seine monatlichen Dividendenzahlungen, die seit seiner Gründung kontinuierlich gesteigert wurden und gestiegen sind. Und man hat auch ein sehr, sehr starkes Portfolio mit tausenden Immobilien in verschiedenen Branchen, also Einzelhandelsindustrie, Dienstleistung. Und die haben auch eine wirklich gute Kreditwürdigkeit, was zu einer stabilen Anlageoption einfach ja, dazu fließt. Und da schauen wir uns jetzt auch die Scores an. Ja, bei der Dividende sehen wir, die ist sehr lange schon hier also wird schon lange gezahlt, schon seit 1999 und soll auch in Zukunft weiter gesteigert werden. Man schüttet hier auch monatlich aus, sieht man auch nochmal hier ganz schön. Ist natürlich eine super Sache, auch wenn wir vor allem hier eine Dividendenrendite von wahnsinnigen 5% haben. Und das liegt eben jetzt hier auch über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Also in den letzten 5 Jahren gab es hier nur 4,4% und auch auf 10 Jahressicht nur 4,45%. Von dem her würde man sich hier eine wirklich gute Dividendenrendite einloggen. Ja, ist die Dividende sicher? Also man zahlt jetzt hier schon seit 25 Jahren und erhöht seit 25 Jahren die Dividende und hat ein Wachstum der letzten 5 Jahre im Schnitt von 3,66%. Also das ist eigentlich ganz nett. Also rund ums Inflationsziel wird hier die Dividende gesteigert. Also für mich auf jeden Fall der stärkste Monatszahler. Realty Income an der Stelle definitiv der beste REIT jetzt hier aus meiner Auswahl. Aber da schauen wir uns jetzt auch noch beim Trader Fox die Qualität an. Hier sehen wir 8 von 15 Punkten, weil jetzt hier doch vor allem die Kursentwicklung, Volatilität ja relativ schlecht war von der Aktie, weil man eben schon relativ lange jetzt seitwärts läuft. Aber da könnte jetzt bald hier Licht am Ende des Tunnels sein. Ja, dann auch hier der Dividendencheck, 12 von 15 Punkten, auch wirklich gutes Rating. Wieder nur die Finanzverschuldung, Eigenkapitalrendite negativ und natürlich die relative Stärke im Vergleich zum Markt. Aber sieht alles völlig in Ordnung aus. Auch hier Fair Value zum Umsatz sind wir noch unterbewertet, 10%. Fair Value zur Dividende auch unterbewertet, 10%. Das ist eben dann hier, dass wir 0,5% höhere Dividendenrendite haben wie im Schnitt der letzten 10 Jahre. Also da sieht alles gut aus. Dividendenanalyse schaut natürlich auf jeden Fall sehr attraktiv aus für Menschen oder Anleger, die hier vor allem ja, auf die Dividende setzen. Und deswegen schauen wir uns jetzt hier gleich noch den Chart von Realty Income an. Ich habe da ja auch schon mal ein größeres Video einfach zu Realty Income gemacht. Könnt ihr auch natürlich anschauen, habe ich mal jetzt verlinkt. Da sieht alles in Ordnung aus, also da ist langfristig hier weiter alles ja, auf dem richtigen Wege. Ich hoffe hier immer noch auf einen kleinen Rücksetzer, wenn hier nochmal ein Rücksetzer kommt, vielleicht so auf die 55 US-Dollar wäre auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv hier für noch einen langfristigen Einstieg. Aber hier hat sich nichts geändert seit dem letzten Video. Für mich einfach sehr, sehr wichtig hier Realty Income bei den Monatszahlern mitzunehmen, ist natürlich einfach der klassische Wert in dem Bereich. Ja, dann habe ich aber noch eine ganz spannende Aktie mit dabei und zwar Main Street Capital Corporation. Ja, Main Street Capital, was machen die? Es ist eine Business Development Company, die sich auf die Finanzierung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen konzentriert
Ja, also sowas wie Private Equity und Schuldfinanzierung, die bieten eben Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen an. Also Unternehmen für Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 10 und 150 Millionen US-Dollar. Und die haben auch wirklich einen starken Dividendenfokus, auf den sie wirklich viel Wert legen und sind bekannt eben auch für regelmäßige monatliche Dividendenzahlungen und zusätzlich sogar gelegentlich Sonderdividenden, was natürlich auch sehr schön zu sehen ist. Und man investiert hier wirklich in wachstumsstarke Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und hat auch ein relativ breit gestreutes Portfolio mit eben Beteiligungen an sehr viel verschiedenen Partnern oder Unternehmen. Ja, auch hier schauen wir mal Dividende an. Da ist das natürlich hier sehr schwankend, weil hier die Sonderdividende immer mit drinnen hängt. Und aber grundsätzlich sehen wir, dass langfristige Trend auf jeden Fall nach oben zeigt. Soll auch jetzt in Zukunft erstmal wieder eine Steigerung geben, die dann in 2026 etwas abnehmen soll. Hier sieht man auch, dass hier wunderschön die Sonderdividende mit reinzählt, was natürlich ja, schön zu sehen ist. Wir haben aktuell eine Dividendenrendite von 5,5%. Also auch relativ hoch, liegt aber unter dem Durchschnitt der letzten 5 bzw. 10 Jahre, mit 1% drunter ungefähr. Wir haben jetzt hier eine Kontinuität von 2 Jahren, was die Erhöhung angeht. Da musste man eben, oder hat man jetzt einmal weniger bezahlt und hat aber seit 17 Jahren hier schon eine Dividendenausschüttung gemacht. Wachstum auf Sicht der letzten 5 Jahre betrug hier 4,77%. Also eigentlich auch ganz nett, auch höher wie bei den anderen beiden Unternehmen. Ja, auch hier Qualität 12 von 15 Punkten, also auch relativ hochqualitatives Unternehmen. Beim Dividendencheck sehen wir auch hier 13 von 15 Punkten, also sogar ein Punkt besser wie Stuck Industrial oder Realty Income. Also sieht auch sehr, sehr gut aus. Für mich sehr, sehr spannendes Unternehmen, Main Street Capital. Ist aber auch relativ stark gelaufen jetzt hier in letzter Zeit. Und hier können wir auch mal Fair Value zur Dividende anschauen. Da sehen wir, dass wir im Moment aktuell fair bewertet wären auf Basis diesen Bewertungsszenarios. Ja, auf jeden Fall spannendes Unternehmen, Dividendenadel 3,3 von 4 Punkte, also da wäre man wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, offensichtlich. Und da gucken wir jetzt hier auch auf den langfristigen Chart von Main Street. Und ich finde Main Street Capital wirklich also ich finde den fast für mich, neben Stuck Industrial vielleicht, weil ich die auch noch nicht im Depot habe, noch als spannenden Einstieg vielleicht, aber aktuell ist das Unternehmen jetzt hier eben auf Allzeithoch und deswegen würde ich da jetzt eher nochmal die Füße stillhalten. Wir sehen natürlich, dass sich der Kurs hier sehr, sehr ja, langsam nach rechts entwickelt und eher seitwärts läuft. Das liegt eben daran, weil die Dividenden noch nicht dabei sind. Und wenn man die Dividenden einblendet, habe ich jetzt mal gemacht, also dann sieht man natürlich schon, okay, Wahnsinn, das Unternehmen läuft schon sehr stark nach oben, aber man ist eben hier hauptsächlich von den Dividenden abhängig und hat jetzt hier nicht wirklich das Potenzial auf wahnsinnige Kursgewinne. Und ich würde aber jetzt hier akut definitiv noch nicht einsteigen. Also für mich wäre es wirklich schön, wenn wir hier runterkämen auf 45 US-Dollar. Haben wir hier kurzzeitig gesehen, aber da werden natürlich die wenigsten einen Blick drauf gehabt haben mit dieser Kerze. Also mal abwarten auf mehr Chart-Historie. Aber wäre für mich auf jeden Fall ein Watchlist-Kandidat mit 5,92% Dividendenrendite definitiv schon interessant. So, dann schauen wir noch ein Unternehmen an und das ist Agri Realty, ist auch ein Real Estate Investment Trust, der sich auf den Erwerb und das Management von freistehenden Einzelhandelsimmobilien spezialisiert. Ja, und die haben auch so Netlease, also Fokus auf Single-Tenant Netlease-Immobilien, bei denen die Mieter für die meisten Betriebskosten eben verantwortlich sind. Und die haben relativ stabiles Wachstum, wenn man sich hier oben auch auf langfristige Mietverträge ja, fokussiert und versucht da vorhersehbare Einnahmen zu generieren mit einer diversifizierten Mieterbasis aus verschiedenen Branchen, also wie gesagt Lebensmittel, Drogerie, Einzelhandel und so weiter. Und die haben hier eben auch eine Monatszahlung und sind sehr, sehr stark auch hier vertreten in den USA und versuchen da auch immer weiter neue Immobilien in den eigenen Bestand zu integrieren. Ja, hier mal zur Dividende von Agri Realty. Wir sehen auch hier, dass vor allem seit 2011 hier eine stetige Dividende bezahlt wird, die auch in Zukunft weiter gesteigert werden soll. Also es sieht auch hier sehr, sehr schön aus, was die Dividende anbelangt. Wir können sehen, im Moment Dividendenrendite von 4%, die liegt auch über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre knapp, nur leicht unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, aber das ist auch schon eine sehr, sehr gute Dividendenrendite.
Es wird jetzt hier seit 11 Jahren schon die Dividende erhöht, seit 12 Jahren Kontinuität und gezahlt wird schon seit 25 Jahren hier eine Dividende. Wachstum im Schnitt der letzten 5 Jahre haben wir 6,25%, was auch ganz nett ist. Also auch ein sehr, sehr guter Monatszahler tatsächlich. Agri Realty ist vielleicht für den einen oder anderen noch nicht so geläufig. Auch hier schauen wir jetzt mal auf Qualitätscheck bzw. Dividendencheck und wir sehen hier, dass bei beiden Checks kein Score ausgewiesen wird, aber hier ist es sehr, sehr viel grün, also der würde dann wahrscheinlich auch so mit 10 von 15 Punkten aus dem Dividendencheck rausgehen. Bei Agri Realty, auch hier können wir uns mal die ganzen Scores anschauen. Hier sehen wir 2 von 4 Scores beim Dividendenadel, den man hier hat. Also grundsätzlich auch interessant. Hier sieht man auch, dass die Fair Value zur Dividende nicht mal ausgewiesen werden kann. Das ist aber wahrscheinlich hier einfach nur ein Fehler beim Trader Fox. Auch hier schauen wir mal auf den Chart von Agri Realty. Ja, wie bereits erwähnt vorhin, Monatszahler aktuell mit einer Dividende von 4,12%, also knapp 4%. Und ich finde jetzt hier ganz spannend, dass das Unternehmen vor allem vor Corona eigentlich schon eine sehr, sehr dynamische Entwicklung hatte. Also seit so 2008 bis Corona 19, da hat es wirklich eine gute Bewegung gegeben. Und dann gab es jetzt eben hier diese Seitwärtsphase, die aber jetzt hier schon brachial nach oben ausgelöst werden sollte. Sieht zumindest im Moment so aus. Wir haben jetzt hier einen hübschen Doppelboden gebaut, über 64 US-Dollar und jetzt hier vor allem in den letzten Wochen eine absolut dynamische Entwicklung gehabt. Ich meine, das habe ich ja auch alles in meinen Videos zu den ganzen REITs und Immobilienaktien gesagt, dass da jetzt eben die größte Chance ist, da jetzt einzusteigen. Jetzt sind wir eben schon wieder ein gutes Stück gelaufen. Könnte natürlich nochmal hier eine Chance kommen, wenn wir nochmal auf Höhe des letzten Hochs, vielleicht 63, 64, im besten Fall sogar 61 US-Dollar runterkommen würden. Aber die besten Chancen waren eben damals vor den paar Monaten, wo ich da hauptsächlich Videos zu Aktien gemacht habe, die eben aus dem REIT-Sektor sind. Und da habe ich auch wirklich auf den Tisch geklopft, dass jetzt eben die Zeit ist, hier in REITs zu investieren, wenn man denn da ja, Interesse dran hat. Aber grundsätzlich sieht ja alles gut aus. Sieht auch für mich im Moment so aus, als würden wir hier ein neues Allzeithoch bald sehen. Aber ich denke erstmal eine kleinere, gesunde Korrektur und dann geht es eben weiter nach oben. Das wäre auf jeden Fall schön zu sehen. Ja, dann habe ich noch einen kleinen Bonuswert mit dabei und das ist hier LTC Properties, also auch ein Unternehmen, das ein Real Estate Investment Trust ist, eben ähnlich wie die anderen Firmen, die ich dabei habe. Auch die langfristig grundsätzlich mal hier ein Aufwärtstrend, der aber auf der Monatsbasis, also auf 3 Monatsbasis wäre schon noch aufwärts, aber auf Monatsbasis sieht es für mich jetzt hier eher weniger spannend aus, auch wenn wir jetzt hier wirklich auf einer relevanten Unterstützung drehen im Moment und hier einen Boden gebildet haben. Also man könnte da jetzt schon theoretisch einsteigen, weil der Boden hier schon gut aussieht auf jeden Fall, aber ist jetzt für mich langfristig eigentlich der schwächste von allen 5, oder beziehungsweise im Vergleich mit den anderen 4. Deswegen jetzt hier auch nur mal als Erwähnung, also für mich jetzt nicht der allerspannendste, aber natürlich eine hohe Dividendenrendite von 6,31%. Also das muss man natürlich schon sehr, sehr sagen, dass es sehr, sehr stark ist. Aber hier meiner Meinung nach der beste Monatszahler auf jeden Fall Realty Income. Von den Fundamentaldaten würde ich vielleicht sogar noch zu Stuck Industrial tendieren. Also die beiden sind für mich auf jeden Fall der erste Anlaufpunkt, was monatliche Dividenden anbelangt. Und Main Street Capital auch sehr, sehr spannend. Aber das ist natürlich Stuck Industrial und Realty Income hier einfach der absolute Klassiker, mit dem man eigentlich auch nicht viel falsch machen kann. Ja, jetzt würde es mich interessieren, hast du einen Monatstaler im Depot? Ist es dir wichtig bei der Aktienauswahl, dass hier eben monatlich Dividenden ausgeschüttet werden? Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.